Nur die Mitte, nur die Mitte. Wart! So. Ah, endlich in der Luft. Oh, erstmal klarkommen. Also muss erstmal reinfinden, es geht ja wirklich gut ab. Frühjahrsthermik Bassano. Ich glaube, ich war noch nie so spät in der Saison, weil meistens ist Bassano bei mir so Wintersaison hier. Und entsprechend knackig kann es auch sein. Es arbeitet so viel los, das ist, boah. Erstmal meinen Groove finden. Alter, jetzt habe ich was gefunden. Ja, da ist die Blase. Woo! Jetzt bricht es langsam durch. Also wir haben heute noch, man sieht es an der diesigen Luft, ziemliche Inversion. Und ich bin auf dem Weg Richtung Panettone. Da sind Toni und Heli und Co. Und mit denen wollte ich mich in der Luft treffen. Und wir werden uns jetzt dann mal zusammenfunken. Ja, Alter, jetzt geht's ab. Hui, 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 hui. Das waren jetzt schon so 4-5 Meter, schätze ich mal. Das wird ein Spaß, dann nachher rauszufallen. Alter, ey. Das hat gezündet. Druck auf die Ohren und schon wird's kalt. Vorhin war ich ja komplett überfordert, was ich heute anziehen soll. Ich habe mich doch für die sauwarmen Klamotten entschieden, weil ja, lieber so wie anders. Und ich bin gerade schon wieder froh. Heute fliege ich einmal wieder mit Schlauch, also Abwasserschlauch, weil vielleicht braucht man. Und ich habe gefühlt halt früher beim Frühstück schon vorsichtshalber mal 8 Liter getrunken, gefühlt. Damit ich gut hydriert bin. Aber ich bin bestens vorbereitet für einen langen Tag in der Luft. Wasser, Essen dabei. Perfekt. Ja, Mann. Jetzt sind wir auf 1,2 knapp. Okay, und jetzt da hinten, wo der Schnee oben liegt, überhalb der Baumgrenze ist der Panettone. Jetzt fliegen wir mal so ein bisschen in die Richtung. Hier ist der Tobi, kann mich jemand hören? Okay, seid ihr schon in der Luft? Was ist der Plan? Hallo Tobi, Helena hier. Toni und ich sind jetzt gerade am Panettone und machen uns gerade startklar und starten gleich raus. Wie schaut's bei dir aus? Perfekt, danke Heli für die Auskunft. Ja, ich fliege Richtung Panettone, aber hänge hier so ein bisschen an der Inversion fest bei 1250 Meter. Aber ich sehe euch dann. Könnt ihr mir kurz den Schirm bitte durchgeben, was ihr fliegt? Der Toni fliegt einen weiß-roten Bonanza mit einem GTO drunter und ich fliege den grün-blauen Comeo mit einem Range X als Athletenversion, also hellblaues Kurzzeug. Perfekt, danke, guten Start, bis gleich. So, ich muss erst reinkommen, es sind so viele Leute. Das ist ein bisschen Fluch und Segen zugleich, wenn man so auf die anderen schauen muss. Helena ist jetzt am Panettone. Ich glaube, Helena ist jetzt gestartet am Panettone, die habe ich jetzt schon verstanden. Ich bin irgendwie in der hat gerade jemand am Funk gesagt, in der Arbeitsgruppe Eisdiele bin ich drin. Okay, danke fürs Aufnehmen. Hab mich nicht beworben, aber es ist noch geil da drin zum Sagen, glaube ich. Ja, man merkt jetzt deutlich den Wind von West. Ja, ich kann jetzt mal meinen Standard durchgeben. Ich bin leicht südöstlich vom Panettone bei diesem Ausläufer, wo das Riesenkreuz steht. Pinker Ikuma.
Das Ding ist, du kannst zwar auch im Live-Tracking natürlich die Leute hersuchen, aber ich war jetzt da nicht so drauf vorbereitet. Bei der Burn Air Map, da ich jetzt hier die ganzen Buddies schon eingespeichert habe, hätte man natürlich machen können. Hier Tobi, ja, es ist hier unten bei dem Kreuz ziemlich zäh. Ich versuche mich wieder hochzukämpfen und würde dann auch noch nach Osten weiterfliegen, soweit es halt sicher geht. Alter, hier ist so viel los. Drachen auch noch, warum nicht? Info für Tobi, wir sind eine Ditch westlich von dir, glaube ich, wenn ich dich richtig verortet habe, noch an diesem Gießhang in der Nähe von Grad. Ich fliege jetzt noch mal weiter. Jetzt habe ich hier zumindest Höhe machen können, aber so viele andere. Hier Tobi, ich fliege jetzt mal vom Kreuz weg weiter Richtung Osten, weil ich habe jetzt Höhe machen können und da geht es mir gerade so zu. Also ich fliege Richtung Osten. Ja, genau. Schauen wir, wie es da geht. Also so wie ich sehe die schon. Über dem Wiesenhang kreist ein weißer Jet, das bin ich. Aha, habe ich gewusst oder gedacht, dass du das bist. Perfekt, ich sehe dich, dann komme ich da hin. Danke. Die Helena ist schon 1 weitergekämpft. Der wo ja race da drüben? Jetzt werden die Bärte ein bisschen besser. Es ist so immer zwischen, ja, man wünscht sich, dass es gut abgeht und ja, bloß nicht zu heftig. Aber das tut schon gut, wenn es ein bisschen geht. So, jetzt bin ich fast auf der Höhe vom Toni. Einen Kreis noch, ob sie der entführt hat. Alter, überall. Toni, weiß-roter Bonanza, Chin. Da ist er. Mit dem GCO Light. Leck mich doch hier. Ja, schon ein bisschen ungemütlich hier drüben. Richtig was gehen tut nicht. Und ich sehe nur einen Schirm hinten an der Piave. Niemand, der crossing-mäßig da ist und auch niemand mehr, der hoch ist. Also ich glaube, ich drehe dann eher um zu euch. Dann kommt wieder zu uns. Ich bin hier mit dem Tobi ganz gut geparkt. Oder Tobi, willst du noch weiterhelfen? Du, ich habe Zeit, aber wir könnten schon gerne noch eins weiter rüber. Wobei der Westwind ein bisschen nervig ist beim Zurückfliegen dann, glaube ich. Ja gut. Helena, dann komme ich mit dem Tobi jetzt hinterher geschossen. Wupp, wupp. Also Tobi springt jetzt ab mit 1300 und fliegt ja den Grat entlang. Okay, ja. Ich versuche dann nachzukommen gleich. Auch noch mal kurz tanken hier und dann, ja. Ja, jetzt sehe ich die auch, ja. Ich komme jetzt mal da kurz zum Hallo sagen noch hin. Aber wir sind sicher nicht schneller, glaube ich. Das ist mal ein Kreuz. Ein Kreuz ist das. Frohe Ostern. Jo, ich fliege auch wieder zurück. Ja, kurz in die Runde. Freut mich, dass wir uns jetzt in der Luft hier getroffen haben. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Spaß, würde ich sagen. Voll cool. Guten Flug euch allen.
Da ist die Heli. Da ist der Toni. Und mit dem BTD, mit dem bunten, gehört auch zu unserer Gruppe. Ich weiß aber gerade nicht, wer das ist. Juhu! Hallo! Bilden wir das ein oder kriegen wir Nordwind rein? Also es schaut schon ein bisschen so aus, Heli, finde ich auch. Also muss man schon minimal vorhalten. Kann aber auch nur so ein Effekt hier sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es schon gut zur Sache, finde ich. Oder wie ist es für euch? Das Ding jetzt gerade war ungemütlich, auf jeden Fall. Ja. Okay, gut. Bin nicht der Einzige, dem es so geht. Passt. Und Toni, bitte guck mal, wenn du die Querung machst. Also mich schiebt schon raus. Ich halte komplett vor. Okay, krass. Juhu! Das ist geil. Miteinander fliegen. Hab's wirklich vermisst. Aber ich bleibe jetzt im Steigen. Aha, er meint wohl, es geht da am Fels noch mehr. Einfach draufhalten. Hallo, lenkt der schon nur ein? Muss doch mal einlenken hier. Hallo. Auf Kontakt, Alter. Ja, ja. Muss man mengen. Aber man sieht gut, was das ausmacht von der Linie her. Jetzt sind wir wieder gleich. Er hat jetzt da den anabatischen Anteil noch mitgenommen. Ja, im Endeffekt, er hat zwar den weiteren Weg gehabt, aber mit günstigerer Luft. Meine war kürzer. Können wir wieder gleich an. Boah, lehseitigen Bart reingepresst hier. Catcht mich irgendwie nicht hier. Nee. Hau mal ab! Was dir zu langweilig? Als ich einen Höhengewinn kriege, war es nicht so weit. Geht da was? Juhu! So, jetzt sind wir langsam wieder zurück in der Startregion und ja, schauen wir mal. Ich sehe da vorne schon die Antennen von Rubio, glaube ich, heißt es. Schauen wir mal, ob man da vielleicht rüberfliegen kann über die Brenta. Das wäre cool, habe ich länger nicht mehr gemacht. Ob das dazu reicht, weiß ich nicht. So 1200 Meter, puh. Erstmal zur Antenne. Müssen wir uns mal besprechen. Sollen wir mal weiterfliegen bis zur Antenne und dann mal schauen, ob man über die Brenta drüber kann, oder was meint ihr? Ja, klingt nach dem Plan. Okay. Ich brauche eine dringende Talquerung, weil ich muss unbedingt was essen. Ist das ein zerhacktes Ding? Ist aber auch klein. Ja. Das ist sau eng, das stimmt. Da kickt man sich wieder gegenseitig raus. Da hat ungefähr in der Thermik. Ja, übrigens da unten ist auch so ein Spot, wo man hinlaufen kann zum Essen gehen. Geil. Okay. Asking. Das sind die wirklich wichtigen Infos, ja. Das ist geil. Wo kann man essen? Da muss ich hin. Wenn es jetzt nichts mehr wird. Boah, so, Alter. Ja, ist schon gut. Also hier wird es jetzt Zeit wegzufliegen. Boah, über der Inversion da hinten sieht man Ich hüpfe mal über den Diamanten hinweg. die hohen Berge, Wolken drüber. Ja, das ist geil. Ach, das hätte ich auch. Ach, geil. Setze Bassano Dream.
Spannender Start an der Kassette. Ja. Schön ins Lee. Was man nicht alles tut dafür, dass weniger los ist am Startplatz. Überm Startplatz wieder beim Stella. Ja, mit 100 andere wahrscheinlich reicht nicht halt insgesamt in der Luft. Unten hört man die ganzen Mopeds einfach. Da wird einem irgendwie wieder bewusst, dass man da gerade rumfliegt. Das habe ich mir jetzt gerade einmal ganz bewusst nochmal hergeholt. Ich sage, krass, ich fliege hier einfach gerade rum. Mit Freunden fliege ich da rum. Der Wahnsinn. Das ist so unfassbar, dass das geht. Immer wieder. Ja, da geht es nicht mehr höher. Irgendwann rüber. Antenne, kleine Talquerung. Ich muss dringend mal was essen. Hey. Ich glaube, das mache ich jetzt schnell. Ein Brot, Frischkäse und Obersten. 750 Meter vor der Antenne im Tal. Weiß jemand, welche Höhe man haben sollte für die nächste Talquerung? Schaut ein bisschen mau aus gerade. Das werden wir uns gleich überlegen. Okay. Also ich glaube, wir sind gestern mit 1,3 abgesprungen. Gleichzeitig war drüben ein fetzen Wind drin. Weiß ich nicht. War knapp gestern. Glaube ich. Boah, es wird wirklich eng hier. Wird wirklich eng, weil alle versuchen da jetzt Höhe zu machen und es geht nicht insgesamt so gut großflächig stark hoch. Wir drehen zwar alle richtig rum, haben uns auf rechts geeinigt. Ja. Ansonsten musst du überall schauen. Hey. Das ist wirklich nichts, was ich super angenehm finde mit so vielen Leuten. Ich höre wirklich von den anderen Leuten die Varios piepsen. Das ist ein Pika von Icaro. Dem habe ich meinen ersten Höhenflug gemacht. Habe ich ewig nicht mehr gesehen, den Schirm. Das schönes Design. So, 1200. Ja. Bei Böhe geht's auch leider nicht. Obwohl, da hinten ist glaube ich die Jefke. Witzig. Was wird? Okay, wir versuchen es also. Aber jetzt möchte ich noch kurz da tanken. Aber wenn es vielleicht subjektiv ist. Alter, hey. Die Mutter hat sich anders überlegt, glaube ich. Ja, der Hund kommt straight wieder zurück. Aber ich glaube, heute ist nicht so viel Westwind drin. Ja, mal gleich sehen. Jetzt die nächste Blase, die nehme ich jetzt noch mit. Also es gerade mal ein bisschen besser hochging. Dann 1190, ich glaube besser wird es dann bald nicht mehr. Hey. Ist das zäh. Man merkt richtig, wie man an die Inversion ranklatscht. Okay, jetzt habe ich gleich 1, 2, dann geht's ab. Und wieder rausgefallen. Jetzt aber. So, hier ist der Tobi. Ich springe jetzt auch rüber, habe nochmal nachgetankt. Ach, nice. Da unten ist eine Stromleitung, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sie da nicht einsperrt.
Ja, geil. War ich lange nicht mehr da drüber. Freut mich. Wird auf jeden Fall noch spannend. Da steht man hier gegen den Wind an. Ist ja krass. Boah. Ich muss unbedingt da ins Louvre jetzt, in den Kessel. Jetzt wird's langsam. Boah. Jetzt wird's positiver. Oh, das war jetzt was. Okay. Jetzt kann man hier wieder Höhe machen. Hier ist es schöner von Luft her. Ja, es schaut hier ganz anders aus. Auch unten die Landemöglichkeiten sind nicht mehr ganz so gut. Man sieht es jetzt da. Aber irgendwie kommt man auch relativ selten dann doch in die Bredouille, weil es geht an vielen Stellen einfach gut hoch. Das ist halt hier das Geile. Aber ich bin auf jeden Fall trotzdem Team Safety, dass das so geht. Wir haben einfach alle rübergesprungen. Sehr cool, Leute, Wahnsinn. Gut, wieder Höhe getankt und weiter vor. Also der Westwind, der schiebt dann jetzt gerade schon sehr drüber. Das heißt sehr, so 11 km/h hat es jetzt in diesem Bad ausgerechnet. Merkst du? Ja. Ich möchte gern mehr Höhe und weniger Wind. Oder weiter ins Louvre vor dem Bad vorhalten. Ja. Und jetzt. Ich muss, glaube ich, ein bisschen aggressiver altern einfach. Das sind so 3 Meter jetzt. Das ist schon okay. Verlassen, auf geht's zum nächsten Bar. Man sieht schon was hier. Also hier drüben ist irgendwie, das ist anders da. Nichts mehr Kindergarten. Ich glaube, ich sehe da hinten die Comp kommen. Das wird lustig. Es ist nämlich Competition. Die sind da gestartet. 120 Pilotinnen und Piloten. Lauter Sicheln. Das wird lustig, wenn die kommen. Die sind noch ein gutes Stück weg, aber kommen bald hierher. Alter. Da vorne. Ihnen auch scheißegal, die brettern da einfach tief am Hang entlang. Ja, da vorne, da kämmert's. Ich sehe lauter Sicheln auf mich zuschießen. Das dauert jetzt nicht mehr lang, bis die da sind. Da wird sich kurz der Himmel verfinstern. Oh, leck mich am Arsch. Uiuiui. Den habe ich jetzt aber gut weggedämpft. Den habe ich gut weggedämpft. Boah, hier ist alles so verlädt, weil ich ein bisschen zu wenig Höhe habe. Das wird jetzt spannend, wenn die da rüberkommen. Das schaut aus, es ist Wahnsinn hier einfach. Die sind da gestartet, das Startplatz da, genau. Da musst du aufpassen, dass dich gleich keiner überfährt, wenn du da unten bist. Da kommen's. So, jetzt endlich mal wieder auf eine große Louvre-Seite hier. Jetzt Höhe gewinnen. Ich zeige denen jetzt, wo es lang geht, vom Bad her. Jetzt geht's gleich ab. Jetzt kommen hier lauter Enzos, Xenos, X1s, XC Racer, keine Ahnung, was es alles gibt. Die ganzen CCC von den Herstellern. Das ist die Welt-Racing-Elite, die da mit dabei ist. Und ich. Bei sowas ist Leistung Wir fliegen wichtig. jetzt über die Brenzer, oder? Ja, sie fliegen hoch bis hinter ein Panettone ein Stück und dann schon Richtung Goal. Okay. Das ist so geil, die drehen hier gar nicht. Ja, die wissen, die Höhe für zum nächsten Turnpoint oder wie immer reicht sowieso.
Das ist geil. Ja, geil. Die fliegen einfach unten drunter. Die brauchen die Höhe hier sowieso nicht. Ich würde vielleicht schon noch, jetzt wenn es hier gut hochgeht, ein Stück noch nach Westen fliegen. Yes, ich hätte auch gesagt, auf jeden Fall mal bis zu der Antenne davor. Und dann mal schauen, wann uns der Wind frisst. Genau. War grün, grau und Gin-Kurzzeug, oder? Interessant, 2 Taktiken. Da die zweite Gergel-Gruppe dreht jetzt schon höher auf. Ja, ein Wahnsinn. Ich glaube wirklich hier diese Strecke, wo da die Straße entlang führt, die Straße oder diese Strecke, die ist mehr beflogen wie befahren. Vor allem heute. Das ist ja Wahnsinn. Die Leute müssen sich denken, aber ist ja egal, weil macht keinen Lärm und stinkt nicht. Im Gegensatz zu mir. So. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch weiterfliegen. Eigentlich, es ist schon wieder Wahnsinn, obwohl keine hohe Basis ist, es geht trotzdem. Das ist halt das Faszinierende, das Schöne hier. Also jetzt die Entscheidung, ob wir noch einmal weiterfliegen für mich. Genau, ich bin schon umgedreht. Viel Spaß euch, ihr zwei. Ich hüpfe ja auch mit zurück. Okay, die anderen beiden drehen um. Ist okay. Ich bin jetzt hier gerade im Kilometer-Fressmodus und will es jetzt wissen. Und gib ihm jetzt noch hier eins weiter. Hoffentlich geht das gut aus. Tobi, wir sehen uns dann am Landeplatz. Jawohl, freue mich. Beim Hotel, oder? Genau. Super, bis dann, Happy Landings. Und go. Das ist, glaube ich, Louisiana. Und da fliegen wir jetzt hin. Tralalala. Ja, jetzt kommt dann für mich Neuland, weil so weit hinter bin ich noch nicht geflogen, glaube ich. Ich denke, hier habe ich umdraht. Und jetzt kommt aber noch ein sehr interessanter Teil. Dann da hinten so diese Hochebene. Und da vorne dann sieht man schon den nächsten großen Talsprung und dann ändert sich das Gelände auch noch mal komplett. Da wird es dann richtig hochalpin. Das möchte ich auch unbedingt mal machen. Und da kann man dann auch Dreieck fliegen mit 100 plus Kilometer. Aber da würde man wirklich nochmal bessere Bedingungen, also höhere Basis wünschen. Dann ist das ganz was anderes, weil wir haben jetzt immerhin hier Arbeitshöhe, also nicht Arbeitshöhe, aber Basis 1200, 1300 Meter. Dafür ist ja eh krass. So, ist jetzt spannend. Hatte jetzt hier wenig Höhe. Da haben die Stromleitungen, über die möchte ich auf jeden Fall wieder drüber kommen. Deswegen wäre es mir sehr recht, wenn es jetzt hier einfach gut hochgeht. Uiuiui. Ja, huiuiui. So, da vorne reicht es dann aber, hey. Lass mich bitte diesen Partner erwischen. Dann habe ich genug. Ich glaube, Da bewegt sich was. die anderen haben gerade irgendeine unsanfte Landung beobachtet. Das ist nicht gut. Grazie mille. Das probieren wir jetzt mal kurz da. Jetzt hier nicht verkacken. Wenn es immer so von unten auf einmal riecht, so langsam nach Heu und nach Gülle, das ist in dem Fall gut. Dann weiß man, wo die Luft herkommt. Und vor allem, dass sie nach oben steigt. So, jetzt hier auspressen. Angestehen, der ist in Ordnung. Okay. Gut, dann fliegen wir zurück. Okay, Check. nichts passiert bei der anderen Person, das ist gut. So, wunderbar. Habe jetzt hier nochmal hochgeschafft, bin saufroh. Und ich denke, dass ich jetzt auch wieder eine gute Ausgangshöhe habe. Und das Zurückfliegen müsste eigentlich einfacher sein, weil wir einen Rückenwind haben.
ja, jetzt 3 Stunden in der Luft. Wahnsinn, mir kommt schon viel länger vor irgendwie. Aber bin es auch nicht mehr so gewohnt. Ja, machen wir jetzt einfach so weiter. Ich komme langsam in eine Art Flow-State. Ja, fühlt sich gut an einfach. Machen wir noch ein bisschen weiter. Weil es so gut geht und da immer noch so viele Schirme sind und auch ein Vogel, hallo, fliege noch ein Stück weiter. Ja, gesagt, getan, schon eine Gleitzahl von 1:1. Aber es ist alles hart erkämpft und wohlgemerkt gegen den Wind. Das heißt, zurück zur bin ich hoffentlich wirklich viel effizienter. Boah, wie geil schaut der Wald aus. Das sind, die Laubbäume haben hier alle natürlich noch kein, das heißt natürlich, die Laubbäume haben noch kein Laub um. Und dazu da, wow, die Nadelbäume, geil. So, jetzt ein Donnerfähre, Kim. Alter Mann. Geht dann wieder so schnell, dass man wieder draußen ist aus dem. Und was mir nur ein bisschen Sicherheit vermittelt beim Zurückfliegen ist, ich weiß ja, wo es hochgeht. Und da müsste dann auch normalerweise eine Stunde später noch hochgehen. Hoffe ich mal. Es ist jetzt zwar schon 3:30 und ist ja erst April. Ja, dass es natürlich nicht zu spät wird, weil also jetzt nach 5 wird es dann schon bald mau, denke ich mal, von der Sonneneinstrahlung her. Aber die ist immer noch sehr hoch. Ist geil, dass die Tage jetzt wieder länger haben. Das hätte ich niemals gedacht, dass das so weit noch hintergeht jetzt. Aber natürlich möchte ich auch wieder zurück. Immer so um die 1200 Meter. Da weiß man, das reicht eigentlich. Da braucht man dann gar nicht weiter wegen am Nullschieber noch rumquetschen. Das wird nicht mehr viel höher. Lieber dann im Steigen ein bisschen noch zurückfliegen. Und das ist auch der Tag jetzt, um sowas auszuprobieren, weil es sind so viele Leute einfach in der Luft. Da zum Beispiel beim Zurückfliegen. Wir haben genau alle beim Zurückfliegen das gleiche Ziel. Da hilft man sich gegenseitig aus. Das ist viel leichter. Jetzt haben wir schon eine schöne Strecke beieinander. Unfertiges Dreieck, 57 Kilometer. Das heißt, wenn ich es zumachen würde, und das ist doch schon top. Also jetzt bei dem Taleinschnitt 3, aber dann definitiv da vorne, wo der Schirm ist. Und dann kommt schon dieser Riesentalsprung. Das ist interessant. Dann kenne ich mich fürs nächste Mal schon wieder ein Stück mehr aus. Komm, jetzt hier noch einmal schön. Geht da gerade gar nicht gut. Aber ich nehme das jetzt trotzdem als Wendepunkt her. Ding, ding, ding. Und machen wir auf den Rückweg. Okay, was habe ich mir da eingebrockt? Ja. Einfach wird es trotzdem nicht, merke ich gerade. Weil es geht so schnell, wenn man die guten Heber nicht mitnimmt, dass da einfach die Höhe dann so schnell weg ist. Unten ist eine Party. Wieder ausgegraben, weiter geht's. Ist schon krass, wenn man sich vorstellt, ich muss jetzt nur da bis da ganz hinter. So ist gut. Schau, dass ich hoch bleibe. Dann habe ich möglichst viele Optionen. Ich habe jetzt hier leider total den doofen, auf einmal wirklich einen Ostgegenwind. Ich weiß nicht, ob das nur hier lokal ist wegen der Thermik. Aber das führt gerade dazu, dass ich jetzt wieder gegen den Wind gerade kämpfe und hier wirklich jetzt mal die Höhe bräuchte. Da kratzt auch noch eine andere Ikuma umeinander. Zumindest bis zum Haupttal führe mehr die. Ist das alles zerrissen? Oder steht es doch da draußen? Naja, wir werden das schon gemeinsam hier quasi schaukeln. Mehrere Ikumen sind besser als einer. Mann, Mann, Mann. Oh. Mann, jetzt ist wieder alles weg. Das ist wirklich eine Kurve und weg ist alles. Jetzt wird es wirklich Zeit, zurück zum Kämmer. Meine Güte. Schön ist es ja alles da. Wahnsinn. Nur Gleitschirmtouristen. Jetzt bin ich dann langsam da wieder bei dem Hauptstadtplatz hier drüben. Fliege eine fragwürdige Linie. Aber alles ist besser als da jetzt irgendwo absaufen. Und da vorne ist Bassano.
Und jetzt machen wir noch ein paar so Sprünge und dann mit der letzten Resthöhe probieren wir dann den Talsprung. So schaut's aus. Es ist immer so zwischen, ja, jetzt vielleicht doch eindrehen oder nicht zu lang hier verbummeln, weil dann sonst die Zeit ausgeht, wenn man da im Nullschieber die ganze Zeit rumsuppt. So wie jetzt. Das bringt nichts. Man muss sich einfach trauen, dann noch ein bisschen weiter zu suchen. Ich finde es geil, wie gut man den Unterschied sieht da vorne. Der Nova, der Mentor oder was das ist, der ist konsequent einfach an dem Ganzen, was ich jetzt versucht habe auszudrehen, durchgeflogen. Er ist jetzt zwar weiter, halt tief. Ich war halt jetzt nicht so konservativ, weil ich ein bisschen Schiss habe, dass ich mich hier verbastelt. Aber da bin ich gespannt. Den behalten wir auf jeden Fall mal noch im Auge. Und ich hoffe, falls er auch noch Bassano zum Gartenrelais muss, dass es auch schafft natürlich. Da ist der rote Ikuma von vorhin. Der hat wirklich auch blindes Vertrauen gehabt, ist jetzt ziemlich tief. Das war mir ein bisschen zu riskant gewesen, weil der wird jetzt auftrat. Dann dort über den Waldhügel und da vorne, wo diese Schneise hochgeht, ist eh schon die Antenne für die andere Talseite dann. Ich habe mir gerade gedacht, warum hat der die Ohren da drin? Scheiße. Toni oder Helena für Tobi. Ist irgendjemand auf dieser Frequenz und kann mich hören? Ja, was soll ich jetzt machen? Ich kann jetzt da nicht top landen. Ich behalte mir jetzt kurz die Koordinaten, dann kann ich das durchgeben. So, jetzt fliege ich möglichst genau drüber. Und jetzt. Und das gebe ich jetzt dann Notruf durch. Okay, also zurückfliegen ist jetzt kein Problem mehr. Vielmehr möchte ich jetzt da die Rettung organisieren. Okay, hier hätte ich die Koordinaten. Ich habe jetzt aber gerade das abgeklärt. Ich habe die Heli angerufen. Das war das vorhin, was ich schon über den Funk gehört habe, dass da irgendjemand irgendwie unsanft drunter ist. Das war der graue Schirm mit dem Retter im Baum. Das heißt, ihm geht's gut, ist schon abgeklärt. Also sonst hätte ich sonst jetzt die Rettung angerufen und die Koordinaten da durchgegeben, dass die da losmarschieren. Aber erledigt, umso besser. Und hey, schon wieder die Talquerung. Ja, ist tatsächlich da zurückgeschafft. Oh Mann. Das hätte ich jetzt fast nicht mehr so gedacht. Noch mal ausgegraben. Und jetzt machen wir es gescheit. Jetzt machen wir es komplett zu. Bis zum Startplatz und dann raus. Ja, Wahnsinn. Oh, jetzt bin ich dann langsam durch. Wieder beim Startplatz. Das war doch noch krass. Alter, da hängt auch ein Schirm im Baum. Ohne Retter. Ja, das ist hoffentlich schon geklärt. Ja, da ist auch jemand. Okay, Leute. Was machen Sachen? Also hier, es ist wirklich einfach verrückt, muss man so sagen. Oh Gott, hey. Alles klar. Jetzt fliege ich aber raus. Schon x-mal gesagt.
Jetzt reicht's. Zeit für Landerol, Landebier.